Niemand hätte wahrscheinlich jemals erwartet, dass ich dieses Video tatsächlich aufnehmen werde. Ich bin jetzt Streaming-Partner von Flyve Universe. Partner ist wohl ein, sag ich mal, ausdehnbarer Begriff, aber auf jeden Fall ist es jetzt so, ich streame Flyve Universe und bekomme von Flyve Universe dafür eine Belohnung in Form von Bonus F-Coin. Was das heißt, ist letztendlich ziemlich simpel. Ich muss eine gewisse Anzahl im Monat streamen, Anzahl an Stunden, logischerweise. Und wenn ich das mache, dann bekomme ich eben als Belohnung Bonus F-Coin. Und leider war es das auch schon. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie offizieller Content Creator bin oder so. Das gab es ja irgendwie auch mal bei Flyve Universe. Ich glaube, da gibt es zwar keinen einzigen Aktiven mehr, weil die alle nach 2 Wochen gefühlt aufgehört haben, Videos hochzuladen. Ja, about that, Kappa. Auf jeden Fall, ja, bin ich jetzt zumindest Streaming-Partner in einem Streaming-Programm, das eigentlich nur für Asien gegolten hat, anscheinend. Also zumindest sind alle Streamer daraus aus Asien. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es sogar mal zu den asiatischen Servern, als die released wurden, so ein Google-Anmeldeformular, wo man sich damals anmelden konnte. Und ich habe mich literally sogar auch da angemeldet, obwohl ich obviously nicht aus Asien komme oder nicht aus Südostasien. Habe mich damals aber trotzdem mal angemeldet, wurde obviously nicht angenommen. Beziehungsweise habe ich da nie eine Rückmeldung, glaube ich, bekommen. Also ich bin mir jetzt ziemlich sicher, ich habe da nie eine Antwort drauf bekommen. Ich dachte auch ehrlich gesagt, die haben das einfach eingestampft, weil da auch nie wieder eine Ankündigung im Discord oder so kam. Kann natürlich sein, dass es da in den asiatischen Chatrooms was gab und ich das einfach noch nicht mitbekommen habe. Ich bin grundsätzlich extrem inaktiv im Discord, aber auch alle Channel gemutet. Deswegen, ja, kriege ich das sowieso so oder so nicht mit. Aber, aber offensichtlich gab es da dann doch ein Programm und das läuft wohl auch schon ein bisschen länger. Und ja, egal. Jetzt wurde ich auf jeden Fall in dieses Programm aufgenommen, obwohl ich eben nicht aus Asien komme. Weil ich habe mich halt einfach nur noch mal gefragt, weil ich habe mir noch mal die Q&As angeschaut. Und da gab es ja damals auch eine Frage zum Content Creator Programm, die tatsächlich nicht mal ich gestellt habe. Keine Ahnung, wer die gestellt hat. Auf jeden Fall gab es damals auch so eine Frage, Twitch Drops, Content Creator und so weiter und so fort. Und damals hieß es noch irgendwie, keine Zeit dafür und irgendwie zu aufwendig und so. Und wir gucken mal in der Zukunft, was wir machen können. Und das war so mein letzter Stand. Und jetzt, das war halt vor 1,5 Jahren oder so. Und da dachte ich mir halt so, naja gut, hat sich da eigentlich mal irgendwas ergeben so? Gibt es da jetzt mittlerweile was? Oder wollt ihr da mal an was arbeiten oder irgendwie so? Und über kurz oder lang bin ich jetzt eben auch in diesem Programm. Und wie gesagt, streame jetzt ganz normal Flyve Universe, wie ich es immer getan habe. Und bekomme dafür einfach als Entgelt sozusagen diese Bonus F-Coin. Mein Ziel war es jetzt, also ich werde mich auch nochmal, ich werde nochmal die anderen Streamer auch fragen, auf Englisch. Ich hoffe, das funktioniert. Aber ich denke schon. Was die vielleicht schon so für Sachen nachgefragt haben oder so, vielleicht auch wegen, Twitch Drops wahrscheinlich eher weniger, aber vielleicht wegen Creator Codes oder keine Ahnung was für Sachen, auf was für Ideen die vielleicht schon gekommen sind. Vielleicht mich da mal erkundigen, was die vielleicht schon alles probiert haben bei Gala sozusagen irgendwie einzureichen oder halt, ja, wie gesagt, zu erreichen für die Community. Und wenn da dann irgendwie rauskommt, nicht viel oder gar nichts oder keine Ahnung, oder ist schon lange her, dass wir das letzte Mal irgendwas gefragt haben, dann war jetzt mein Ziel so, nach jeder erfolgreichen Auszahlung beziehungsweise nach jedem Monat sozusagen nachzufragen, hey, wie sieht es denn eigentlich aus mit Twitch Drops? Wollt ihr nicht auch mal Twitch Drops machen? Oder hey, wie sieht es denn aus mit Creator Codes? Dass irgendwie Leute, die den Code Style zum Beispiel benutzen, keine Ahnung, 5% mehr F-Coin bekommen oder so. Also irgendwie Sachen, von denen dann die Community profitiert, wovon ich natürlich auch ein Stück weit dann natürlich profitieren würde. Ich meine, alles umsonst ist auch immer schwierig zu machen. Ain't gonna lie. Ich stecke sowieso schon viel zu viel Zeit in dieses Hobby. Und ja, das war jetzt so mein Ziel, jeden Monat mal so einen Schritt auf Gala zuzugehen. Halt nicht zu penetrant, also jetzt nicht halt, oh ja, du bist jetzt hier in das Streaming-Programm aufgenommen worden, dann stelle ich erstmal 46 Forderungen so ungefähr. Das, denke ich, kommt nicht so gut an, wenn man das macht. Sondern ich werde das ja ein bisschen taktisch, wie gesagt, angehen und mal immer so nach und nach so, hey, wie sieht's damit aus? Hey, was ist denn eigentlich damit oder so? Und ja, vielleicht kommt dann mal was, ich weiß es nicht. Bei die Game Master, da glaube ich sowieso nicht allzu viel zu entscheiden haben. Das wird wahrscheinlich auch wieder vom Management oder vielleicht sogar von WeMade Connect oder ich weiß nicht von wem, von irgendjemandem entschieden, der ein bisschen weiter höher in der Nahrungskette wahrscheinlich sitzt. Und ja, mit diesen Leuten in Kontakt zu treten, ist wahrscheinlich nahezu unmöglich. Und ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es nicht nur dabei bleibt. Also versteht mich nicht falsch, ich finde es auf jeden Fall cool.
Wundert mich sowieso, dass es das überhaupt gibt. Also ich bin immer noch ein bisschen perplex, dass ich jetzt tatsächlich die F-Coin bekommen habe. Also ich weiß das Ganze, by the way, auch schon seit über einem Monat. Also es war schon im Februar, wo ich das quasi vermittelt bekommen habe und da mich quasi vorgestellt bzw. beworben habe sozusagen. Und habe das jetzt aber unter Verschluss gehalten, einfach aus dem Grund, weil ich ja trotzdem nochmal abwarten wollte, okay, kriege ich jetzt wirklich die F-Coin oder gibt es vielleicht nicht doch noch irgendwie ein Problem oder ist alles geklärt und pipapo. Aber nö, hat alles gepasst, also ist eigentlich auch echt cool. Die Game Master sind auch echt nett, muss ich sagen. Ich hatte ja am Anfang von Fly Universe sehr negative Erfahrungen, vor allem mit dem damaligen Head Moderator oder wie auch immer er sich genannt hat. Sehr schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen war ich natürlich grundsätzlich nicht mehr so, sag ich mal, positiv eingestellt, was so bei Gala-Sachen nachfragen war, weil ich immer abgelehnt wurde bei allem, was ich jemals probiert habe, immer nur Ablehnungen und Fehlschläge erfahren habe. Aber ich habe es, wie gesagt, dann einfach trotzdem nochmal probiert und wie gesagt, es hat funktioniert. Es ist ein cooles Programm, wie gesagt, versteht mich nicht falsch, aber ich denke, man kann da auf jeden Fall noch mehr rausholen und wenn man da immer mal wieder so ein bisschen nachfragt, so ein bisschen nachhakt, dann ist vielleicht noch mehr drin. So, jetzt aber, was heißt das? Bonus-F-Coin, das heißt, ich bin jetzt ein Whale oder was? Nein. Mein Ziel ist es, diese Bonus-F-Coins 1:1 zu 100% an euch zurückzuzahlen. In Form von Giveaways. Beziehungsweise werde ich mir irgendwas überlegen müssen. Ich weiß noch nicht genau was, ehrlich gesagt. Muss man mal gucken. Auf jeden Fall werde ich mir irgendwas überlegen, wo ich quasi euch, natürlich ohne RMT, das ist gleich, was ich auch noch sagen werde, irgendwo das zurückzahlen kann, dass ich ja diese F-Coin quasi auch nur wegen euch bekommen habe. Aber, ich habe es ja gerade schon erwähnt, RMT, die einzige Bedingung von Gala sozusagen oder von den Game Mastern ist mehr oder weniger, es darf natürlich kein RMT sein. Also es darf jetzt nicht so sein, jo, jeder Subscriber kriegt 500 F-Coin oder so. Also das auf gar keinen Fall. Ich meine, hätte ich sowieso nicht gemacht, not gonna lie. Aber ich muss halt jetzt irgendwas finden, was halt 100% ja, Free-to-Play ist im Endeffekt, was aber irgendwie mit dem Stream verbunden ist. Und dann dachte ich mir halt, kann man das vielleicht so machen, dass die Leute, die halt viel in Stream schauen, dafür belohnt werden und es nicht einfach nur random Giveaways sind, weil random Giveaways, vor allem in den letzten 1-2 Jahren, finde ich, haben doch immer sehr negatives Feedback bekommen. Manchmal gewinnt halt der gleiche 5-mal. Einer, der immer da ist, gewinnt nie oder was weiß ich was. Also gibt es immer so verschiedene Konstellationen, ist immer so ein bisschen saurer Geschmack dabei, weil man halt einfach nicht bestimmen kann, wer gewinnt, weil es halt einfach Zufall ist und Zufall ist halt selten fair. Oder ich meine, gut, fair kann man jetzt diskutieren. Ist ja egal, auf jeden Fall, ja, nur Giveaways die ganze Zeit ist irgendwie auch blöd. Und erstens wird es irgendwann langweilig, zweitens ist es auch nervig, immer die ganze Zeit zu sagen, ja, um so und so viel Uhr kommt das Giveaway und dann muss ich aufhören zu leveln oder Dungeon zu farmen, weil dann muss ich das Giveaway machen oder so. Unterbricht auch immer so ein bisschen den Streamfluss für die Leute, die halt actually einfach nur, ja, Live-Gameplay sehen wollen und nicht die ganze Zeit nur Giveaways oder so. Deswegen werde ich mir da wahrscheinlich irgendwas überlegen, wie man seine Stream-Zuschauer, also wirklich nur zuschauen, kein Subscriben, kein Donaten, keine Bits, einfach nur zuschauen, wie man das irgendwie umwandeln kann in F-Coin eben. Ja? Und dass ich das euch so zurückgeben kann, aber wie gesagt, natürlich komplett ohne RMT. Keine Frage. Und ja, das werde ich mir jetzt die nächsten Tage, Wochen mal angucken, überlegen. Also ich habe eigentlich schon einen ziemlich groben Plan, eine ziemlich gute Idee, denke ich. Es ist nur die Umsetzung, wo ich mir noch nicht hundertprozentig sicher bin, dass da doch keiner betrügen kann. Und dann, ja, muss man halt wieder natürlich von den negativen Leuten oder von den negativen Sachen ausgehen. Ja, was ist, wenn man jetzt hier merkt, okay, einer macht mit, ich habe plötzlich 3-mal so viele Zuschauer und offensichtlich ist da einer mit 50 Bots am Start oder so. Lauter solche Sachen muss man sich jetzt halt überlegen und ja, da werde ich jetzt auf jeden Fall die nächste Zeit ein bisschen recherchieren, mir das angucken, was man da machen kann, was es so für Möglichkeiten gibt und so weiter und so fort, dass es möglichst trotzdem fair ist auf jeden Fall. Und ja, ich will mich auf jeden Fall so bei euch dafür bedanken, weil wie gesagt, wenn es euch nicht gäbe, wäre ich erstens nicht in das Streamer-Programm gekommen und zweitens würde ich diese Bonus-F-Coin nicht kriegen und deswegen sollt ihr die natürlich auch alle bekommen, weil ich sie sowieso nicht will und ja, that's basically it eigentlich. Und wie es dann weitergeht, wie gesagt, also ja, werdet ihr dann die nächsten Tage vielleicht schon, spätestens Wochen erfahren. Und was sich auf jeden Fall dann lohnen wird in Zukunft, ist definitiv in meinem Stream vorbeigucken. Nicht, dass es sich jetzt nicht auch schon lohnt, ihr könnt mich nämlich immer alles fragen. Und ja, ihr kriegt auch immer Antworten. Hoffentlich weiß ich sie auch. Manchmal weiß ich sie nicht, da muss ich raten. Beziehungsweise, ja, sage ich dann, ich weiß es nicht sicher.
Auf jeden Fall, ja, ich denke, wir haben eine coole Zeit vor uns und ich hoffe, dass jetzt 2024 endlich das Jahr ist, wo man mit Gala hier gemeinsam voranschreiten kann. Also wie gesagt, nochmal hier, ich habe mich echt extrem gefreut, dass das funktioniert hat. Aber wie gesagt, das Streamer-Programm ist ja eigentlich für asiatische Streamer und so. Also ja, war echt eine coole Sache, dass sie da jetzt trotzdem aufgenommen wurde. Und ich probiere jetzt für euch natürlich auch noch was rauszuholen. Vielleicht auch für mich, wie gesagt, mit Creator Code oder sonst was. Mal gucken. Vielleicht bleibt es auch für immer nur bei dem Bonus-F-Coin. Mein Gott, dann ist es halt so, dann haben wir wenigstens das. Ist besser als nichts auf jeden Fall. Und ja, ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wie gesagt, schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Haut rein. Ciao, ciao.